Und jetzt das Heute-Journal mit Hanna Zimmermann und Christian Sievers. Guten Samstagabend Ihnen allen. Das Schwarze Meer wird immer mehr zum Kriegsschauplatz. Wir haben Drohnen als Waffe ja bereits kennenlernen müssen. Die russische Armee setzt sie seit vielen Monaten massiv gegen zivile Ziele in der Ukraine ein. Jetzt intensiviert die Ukraine ihre Attacken mit Drohnen auf See. Erst traf es ein russisches Marineschiff in seiner Basis, jetzt einen russischen Tanker. Die Botschaft soll sein, während Russland das Seegebiet weiterhin kontrolliert, kann es sich nicht mehr sicher fühlen. Laura Barnick berichtet. Mit mehreren 100 Kilogramm Sprengstoff beladen attackiert diese Seedrohne den russischen Öltanker Sieg in der Meerenge von Kertsch. Bei dem Angriff wird der Maschinenraum schwer beschädigt. Bereits kurz vorher sollen ähnliche Aufnahmen einen Angriff der Ukraine auf ein russisches Kriegsschiff zeigen. Die Bilder, veröffentlicht von der ukrainischen Marine, haben eine klare Botschaft. Diese Drohnen kommen ungehindert, ohne dass sozusagen eine Verteidigungslinie aufgebaut ist, bis zu den Schiffen durch und können sie zerstören. Das ist ja alles in allem schon ein schwerer Schlag ins Kontor für die Schwarzmeerflotte. Kiew vermeldet, die Angriffe seien erfolgreich gewesen. Der Sprecher des Militärgeheimdienstes kündigt im ukrainischen Fernsehen an, weiter Schiffe, die Material für Russlands Militär transportieren, anzugreifen. Die Ukraine droht, die Angriffe entlang der russischen Küste auszuweiten und erklärt 6 Häfen zwischen der Krim und der georgischen Grenze zum Kriegsrisikogebiet. Neben der militärischen Bedrohung könnte das Russland vor allem wirtschaftlich schwächen. In dem Moment, in dem ich ein Gebiet für ein Kriegsrisikogebiet erkläre, gehen normalerweise Versicherer hin und versichern nichts mehr. Und natürlich könnte das ein Problem für die russische Versorgung der Zivilbevölkerung werden. Russland bemüht sich um Normalität und veröffentlicht heute Bilder, die Verteidigungsminister Shoigu an der Front in Donezk zeigen sollen. Die Richtigkeit der Angaben lässt sich nicht überprüfen. Russland hat Vergeltung für die jüngsten ukrainischen Attacken angekündigt. In Jeddah, Saudi-Arabien, wollen etwa 40 Staaten heute und morgen nach einer Friedenslösung suchen. China ist dabei, Russland aber nicht eingeladen. Saudi-Arabien pflegt ja gute Kontakte sowohl zu Russland als auch zur Ukraine. Goline Atay beobachtet das für uns. Goline, guten Abend. Wie groß kann denn jetzt die Hoffnung sein, dass dabei auch etwas Wegweisendes herauskommt? Also das Treffen in Jeddah ist mehr informeller Natur. Es ist bislang auch kein einziges Bild vom Treffen in die Öffentlichkeit gedrungen. Es geht auch nicht um einen Durchbruch. Es geht mehr darum, einen Prozess anzustoßen. Die Ukraine hat vor der Welt ihren Friedensplan vorgestellt. Für sie ist schon der Austragungsort ein Erfolg. Die Welt sammelt sich um die Ukraine in einem Land des globalen Südens, beim weltgrößten Ölexporteur. Das kontert das russische Narrativ, wonach die Ukraine nur westliche Unterstützer habe. Und der Gastgeber Saudi-Arabien, der profiliert sich wieder einmal als geopolitischer Player, als Mittelmacht mit guten Beziehungen zu beiden Seiten. Das verfolgt humanitäre Ziele in diesem Krieg, zum Beispiel einen weiteren Gefangenenaustausch. Und es kann sich rühmen, China an den Tisch gebracht zu haben. Dass jetzt die vielen neutralen Länder in Jeddah, wie zum Beispiel Indien, wie zum Beispiel die afrikanischen Staaten, jetzt plötzlich dort auf die Idee kommen, Sanktionen gegen Russland zu unterstützen, das ist unrealistisch. Es geht eher darum, eine Art globalen Konsens zu finden für die einzelnen Punkte einer möglichen Lösung, die dann auch für die Ukraine annehmbar wäre. Goline, herzlichen Dank für diese Einschätzung heute Abend live aus Kairo. Seit mehr als 3 Jahrzehnten, seit Slowenien unabhängig ist, hat es dort keine solche Naturkatastrophe gegeben wie aktuell. Es sind die schlimmsten Überschwemmungen und Erdrutsche in der Geschichte des Landes, nach heftigen Unwettern. Auch in Kärnten und der Steiermark in Österreich gibt es keine Entwarnung. Und Kroatien muss sich auf eine Flutwelle vorbereiten. Wolf-Christian Ulrich hat mehr. Es ist eine Naturkatastrophe, wie sie Slowenien in seiner jüngeren Geschichte noch nicht erlebt hat. Noch immer retten Hilfskräfte mit dem Hubschrauber Menschen aus Dörfern, die von der Außenwelt abgeschnitten sind. Mindestens 4 Tote sind zu beklagen, 5 Touristen werden vermisst. Tausende Menschen bleiben ohne Trinkwasser, Strom und Telefon. Ich mache mir Sorgen um meine Familie, sagt dieser Mann. Ich kann sie telefonisch nicht erreichen. Noch in der Nacht wurden Campingplätze evakuiert, Touristen in Sicherheit gebracht.
Sie fanden Notunterkunft in Schulen und Turnhallen. Wir haben nur das Nötigste gepackt und sind los. Wir können dem Zivilschutz und der Feuerwehr gar nicht genug danken. Sie haben sich so gut um uns gekümmert. Überall heute das große Aufräumen. Laut der Regierung leiden 2/3 aller slowenischen Gemeinden unter den Folgen von Flut- und Erdrutschen. Der Staat wird nicht genug Hilfe leisten können. Wir müssen uns allen als Nachbarn helfen, von Mensch zu Mensch. Und so werden wir dieses größte Desaster unserer Geschichte meistern. Auch die Wirtschaft ist schwer getroffen. Bahnlinien und Straßen vielerorts unpassierbar, ganze Industriegebiete zerstört. Mindestens 500 Millionen Euro Schaden, erheblich für ein Land mit nur 2 Millionen Einwohnern. Die EU versprach Hilfe. Schäden auch im benachbarten Österreich. Nach starken Regenfällen sind Straßen und Häuser überflutet. Vereinzelt gab es Evakuierungen. Heute sind einmal die großen Herausforderungen, schauen, dass die ganzen Leute in der Sicherheit sind. Und dort, wo das Wasser unter Umständen zurückgeht, dass wir dann den einen oder anderen Keller doch trocken bringen. Während sich die Lage in Österreich beruhigt, bereitet man sich weiter südlich in Kroatien auf eine Flutwelle vor. Dort steigen die Pegelstände bereits. Und noch dieser Hinweis der Behörden und Automobilclubs: Auf wichtigen Urlaubs- und Transitrouten Richtung Kroatien kommt es aktuell zu massiven Behinderungen und vielen Staus. So, der Überblick über die weitere Weltlage jetzt von dir, Hanna. Mit Blick auf den Militärputsch in Niger hat Frankreich sich hinter die westafrikanische Staatengemeinschaft ECOWAS gestellt. Die Bemühungen, den Putschversuch abzuwehren, würden mit Entschlossenheit unterstützt, erklärte das französische Außenministerium. Dabei wurden keine Angaben dazu gemacht, ob dies auch militärische Mittel umfasst. ECOWAS hatte eine gewaltsame Intervention angekündigt, sollte der entmachtete Präsident Bazoum bis morgen Abend nicht wieder im Amt sein. Die Militärchefs der Staatengemeinschaft erklärten, ein möglicher Plan dazu sei bereits ausgearbeitet worden. Nur wenige Monate vor den Parlamentswahlen in Pakistan ist der ehemalige Premierminister Khan wegen Korruptionsvorwürfen zu 3 Jahren Gefängnis verurteilt und festgenommen worden. Durch das Urteil könnte er für 5 Jahre von politischen Ämtern ausgeschlossen werden. In mehreren Städten kam es zu kleineren Protesten von Unterstützern Khans, nachdem dieser kurz nach der Urteilsverkündung selbst dazu aufgerufen hatte. Khan bezeichnet die Vorwürfe als politisch motiviert. Seine Anwälte kündigten Berufung an. Beim Weltjugendtag in Portugal hat der Papst heute den Wallfahrtsort Fatima besucht und betont, die Kirche müsse offen für alle sein. Vor etwa 200.000 Gläubigen betete der Pontifex zudem für Frieden auf der Welt. Am Abend fand in Lissabon dann eine große Andacht zur nächtlichen Gebetswache mit Hunderttausenden Gläubigen statt. Morgen geht der Weltjugendtag zu Ende. Sie waren 11 Mal deutscher Meister, zusammengenommen. Und es ist lange her. Heute treffen sich die beiden in einer zweiten Liga, die dermaßen von klangvollen Namen strotzt, dass sie fast wie die erste wirkt. Schalke gegen Kaiserslautern. Die Arena auf Schalke dementsprechend ausverkauft, 62.000 Zuschauer. Das letzte Mal trafen sich beide Clubs vor über 11 Jahren in der Bundesliga. Damals gewann Schalke 4:1. Wie es heute ausging? Holger Pfand. 62.000 Fans in der ausverkauften Schalke Arena sehen den besseren Start für die Gäste. Die Roten Teufel in selbigen Trikots über Marlon Ritter. Aber der Mittelfeldspieler scheitert nach nur 4 Minuten an einer glänzenden Parade des Schalker Schlussmanns Marius Müller. 0:0 dank des Schalker Keepers, aber nicht lange. Denn Schalke geht nach 13 Minuten in Führung. Durch wen? Natürlich durch Simon Terodde. Treffer Nummer 174 in Liga 2. Vorbereitet durch den Linksverteidiger Uwe Jan. Und noch eine schöne Zahl für Terodde. Im 9. Duell mit Kaiserslautern trifft er schon zum 8. Mal gegen die Pfälzer. Die unterschiedlichen Gefühlswelten der beiden Coaches. Und für Dirk Schuster, den Trainer der Lauterer, wird's nicht besser. 5 Minuten vor der Pause wagt sein Keeper Andreas Lute einen Ausflug und der wird richtig teuer. Glattrot für den Lauterer Keeper und das geht völlig in Ordnung. Klares Foul an Schalkes Uwe Jan. Lute geht's, 36 Jahre alt, sein 23-jähriger Ersatzmann Julian Krahl kommt. Das schmeckt Schalke, denn Lautern in Unterzahl und es wird 8 Minuten nach Wiederbeginn noch schlimmer für die Pfälzer. Boris Tomiak klammert gegen Brunner
Lautern nur noch mit 9 Mann auf dem Platz und 0:1 in Rückstand. Königsblau legt sich nun den Gegner zurecht und profitiert von einem üblen Ausrutscher des Lauterer Keepers. Kenan Karaman ist der Nutznießer des 2:0 in der 70. Minute. Schalke 04 auf der Siegerstraße. Das Ergebnis geht auch in Ordnung, aber ein maroder, ein übler Abend für Lautern. Sache war durch, aber ein echter Pfälzer lässt sich von sowas nicht unterkriegen. Den Schlusspunkt setzt dann Brian Lasme, der Neuzugang aus Bielefeld, in Minute 90+2. Er nagelt den Ball unhaltbar unter den Querbalken. Schalke 04 besiegt den 1. FC Kaiserslautern mit 3:0 und feiert den ersten Sieg in dieser Saison. Die zweite Liga, gespickt mit Traditionsclubs, steuert auf einen Zuschauerboom zu. Wir haben noch weitere spannende Partien heute, jetzt in der Zusammenfassung. Elversberg empfängt Rostock jedoch nicht im heimischen Stadion, sondern in Saarbrücken. Die eigentliche Heimstätte des Zweitliga-Aufsteigers wird noch umgebaut. Die erste nennenswerte Gelegenheit der Partie für die Saarländer. Rochels Freistoß, 6. Minute. Das Spiel in der ersten Hälfte ausgeglichen. Rostock noch eine halbe Stunde dann mit Pröger. Christoph pariert, nochmal Pröger. Elversbergs Abwehr steht. Kurz vor der Pause die Saarländer dann im Alupech. Sickinger nur an die Latte. Die zweite Hälfte. Eckball Elversberg. Erst Fagir per Kopf, dann staubt Sickinger ab. 55. Minute 1:0 für die Saarländer. Sehr zur Freude ihres Trainers Horst Steffen. Die letzten Minuten haben es dann in sich. Rostocks Singh fällt in Schnellbacher. Es gibt Strafstoß für Elversberg. Rochelt tritt an, Kolke pariert, Fagir trifft, aber da der Elversberger bei der Ausführung zu früh in den Strafraum startet, zählt das Tor zu Recht nicht. Auf der Gegenseite die Gäste eiskalt, der eingewechselte Neuzugang Perea in der 10. Minute der Nachspielzeit zum Ausgleich. 3 Minuten später dreht Hansa das Spiel. Perea mit dem 2:1 für Rostock. Hansa feiert einen späten und spektakulären Sieg gegen Elversberg. Greuther Fürth als Tabellenführer nach Kiel gereist in den weiß-grünen Trikots in der ersten Halbzeit von rechts nach links und mit der besten Möglichkeit durch Julian Green etwas mehr als eine halbe Stunde da gespielt. Torlos geht es in die Kabine. Dann der Patzer von Kiels Torhüter Denne Hirgota sagt Dankeschön. 63. Minute, der Schwede profitiert vom Patzer des Holstein-Keepers. Nur 5 Minuten später aber die Antwort der Kieler durch Sterner nach toller Hereingabe von BVB-Leihgabe Tom Rothe. Und wieder nur 1 Minute später Simakala mit dem Traumpass für Machino. Der geht zu Boden. Es gibt 11 Meter. Der Gefaulte tritt selbst an. Machino mit dem 2:1 Endstand in der 71. Minute. Kiel stürzt den bisherigen Tabellenführer. Das erste Mal Millern-Tor in dieser Saison. St. Pauli in braun gegen Düsseldorf in weiß. Es ist aber mehr oder minder ein Duell. Der Nummer 7 der Braunen, Irvine der Kapitän, gegen einen gelben Kastenmeier im Düsseldorfer Tor. Immer wieder dieses Duell, auch im zweiten Durchgang. Irvine mit der besten Chance der Partie. Aber Kastenmeier hält seinen Kasten sauber. 7 Minuten vor dem Ende, Düsseldorf mal in der Offensive, Metz mit dem langen gestreckten Bein gegen das Knie von Nimic. Klare Sache, das ist rot. Klaus kann die beste Chance auf den Siegtreffer aber nicht nutzen. So endet das Spiel 0:0 und beide starten mit 4 Punkten in diese Saison. Und jetzt die Lottozahlen von diesem Samstag. Die lauten 4, 22, 23, 35, 42, 49, Superzahl 4. Alle Angaben wie immer ohne Gewähr. Fehlt noch der Blick aufs Wetter, das erst ab Mittwoch wieder richtig sommerlich wird. Morgen sehr wechselhaft mit vielen Wolken, wenig Sonne und häufigen Schauern sowie einzelnen Gewittern. Im Süden starker Westwind mit stürmischen Böen, 13 bis 21 Grad. Am Montag sehr windig und bei 14 bis 20 Grad weiterer Regen. Am Dienstag im Norden Schauer, an der See Sturm und im Süden sonnig. Mittwoch oft sommerlich bei 19 bis 29 Grad. Oft sommerlich. Wir konzentrieren uns auf die Woche ab Mittwoch, sagen für heute erstmal Danke und sind gerne morgen wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss.